Ich bin Leiter für nachhaltige Landnutzung und internationalen Naturschutz bei der Deutschen Umwelthilfe. Deutsche Umwelthilfe, eine der großen NGOs in Deutschland. Wir sind ein Umwelt- und Verbraucherschutzverband. Und diese Kombination ist tatsächlich wichtig. Ja, ich und andersrum, mein Team und ich beschäftigen uns insbesondere um die Auswirkungen des deutschen Konsums auf dem Rest des Planeten, also außerhalb Deutschlands. Und ja, Deutschland ist eine wichtige Wirtschaftsnation mit großen Unternehmen, mit großen internationalen Unternehmen, die ja auch teilweise Weltruhm genießen. Aber ja, unsere Wirtschaftsstärke hat eben auch eine dunkle Seite. Und wir sind davon überzeugt, dass nachhaltiges Wirtschaften möglich ist und wollen das unterstützen. Wir sind also ganz ausdrücklich keine Gegner der Wirtschaft oder des wirtschaftlichen Fortschritts, aber wir sind davon überzeugt, dass nachhaltiges Wirtschaften ohne Ausbeutung des Planeten und ohne Ausbeutung von Menschen möglich ist und wollen das unterstützen. Wir zeigen aber auch dahin, wo es brennt im wahrsten Sinne des Wortes und wo ja, Unternehmen gegen Umweltrecht verstoßen und haben auch eine Rolle als Watchdog und wollen dort korrigierend eingreifen und darauf aufmerksam machen und nutzen dafür auch die Mittel des Rechtsstaates. Die Deutsche Umwelthilfe ist ja für ihre juristischen Wege bekannt und wir haben, um mal ein Beispiel zu nennen, die Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für die Verstöße gegen die EU-Wasserrahmenrichtlinie verklagt. Wir haben auch die Bundesregierung für den Verstoß gegen die EU-Nitratrichtlinie verklagt. Das sind also Vorgänge, die seit langer Zeit laufen. Ersteren haben wir schon gewonnen in der ersten Instanz vor dem OVG Lüneburg. Dort wurde also ganz klar gesagt, die Nitratwerte, die wir im Grundwasser messen können, überschreiten das zulässige Maß von 50 Mikrogramm pro Liter. Ähm, und dann schauen die Richter nach, was ist erlaubt, welcher Grenzwert ist erlaubt. Das sind eben diese 50 Mikrogramm pro Liter. Was haben wir gemessen? Mehr als 50 Mikrogramm pro Liter, dann ist die Entscheidung klar. Die Deutsche Umwelthilfe bekommt Recht. Leider sind die Bundesländer in Berufung gegangen. Es geht in die nächsthöhere Instanz und das ist einfach sehr, sehr schade, dass wir also hier die Behörden der Bundesländer nicht auf der Seite des Umweltschutzes haben und sie sagen, okay, sorry, wir haben einen Fehler gemacht, wir korrigieren das, wir sorgen dafür, dass die Landwirtinnen und Landwirte nicht mehr überdüngen können und dass nicht mehr der ganze Dünger aus Holland nach Deutschland importiert wird, um hier auf den Feldern entsorgt zu werden, sondern wir sorgen dafür, dass die Pflanzen, das Getreide, das Gemüse nur so viel Dünger bekommen, wie es auch wirklich braucht, um unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen vor diesem gefährdenden Stoff, sondern dass eine NGO, also ein Verein von Bürgern, klagen muss, damit endlich was passiert. Und das ist ja bei weitem nicht unsere einzige Klage, sondern das ist eine von Dutzenden und Dutzenden und Dutzenden, die vergleichbar sind. Ein wirklicher Durchbruch und auch etwas, was wir wirklich gefeiert haben, ist noch gar nicht so lange her. Wir haben nämlich unsere Klimaklage gegen die deutsche Bundesregierung Mitte Mai gewonnen und ich habe mich deswegen besonders gefreut, weil ich an dieser Klage und an der Klage Begründung, die ja dann stattgegeben worden ist, auch mitgearbeitet habe und ich auch ja da meine Fachexpertise einbringen konnte. Deswegen war es für mich persönlich auch einfach ein Gewinn. Wir haben ja eine ganze Reihe von Klagen im Verkehrsbereich zum Beispiel, aber an denen arbeite ich nicht mit, weil ich kein Verkehrsexperte bin, sondern weil ich eben Umwelt- und Naturschutzexperte bin. Ja, diese Klimaklage hat also ganz deutlich gezeigt, dass die Bundesregierung ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreicht. Und das Verfahren war eindeutig. Ich saß selber mit im Gerichtssaal und die, das Verfehlen der Klimaziele der Bundesregierung war so eindeutig, dass ich schon fast, ich sage fast, schon Mitleid hatte mit den Anwälten der Bundesregierung, die dort im Gerichtssaal auf der Gegenseite saßen und die überhaupt keine Möglichkeit hatten, da wieder rauszukommen. Das hat die Vorsitzende Richterin und die anderen Richter haben es dann nach einer ja, kurzen, intensiven Beratung eben auch gesehen, so dass uns Recht gegeben wurde.
Ja, wir haben damit gerechnet, denn die Verfehlungen der Bundesregierung waren so eindeutig, dass die Richterin tatsächlich keine Wahl hatte, als ja dieses Urteil zu fällen. Und es war also eigentlich keine Überraschung. Wir waren natürlich trotzdem nervös, angespannt, weil einfach sehr, sehr viel abhängt von diesem Urteil. Aber so wirklich überrascht waren wir eigentlich nicht.